Hallo, dankzij vertrekking. Laatste moment wie Schluss met versen 4 en 5 in Galata kapitel 1. Terwijl we van der afhangen met versen 6 en 7. Dat zegt es dit. Mir wundert dort, dat je den so schwind verloren haben, da jünd der Jesus Christus seine Genot beraubt hat. In ein ander Evangelium eingenommen haben. Du hast in Wirklichkeit kein ander Evangelium. Je waren verdreht und eingeschmiert von die Christus sein Evangelium verdrehen. Die galatische Menschen, sie haben das alle gelehrt und sie haben das auch eingenommen. Und Gott hat ernt zu sich selbst, geraubt durch die Leib in der Genot, was du in Christus wir. Und sie haben die Leib in der Genot auch erfahren. Und doch hier wären sie. Bloß in Kartenheit lot aus, was Paulus hat das Evangelium gebracht, haben sie Gott zu sie gesagt und fangen an einen anderen Weg hinzugehen. Und so wie kann sein, woran Paulus sich so verführen hat. Paulus ist nicht persönlich gestartet, dass sie das getan haben. Er wollte, dass sie haben Erregen gedreht und das wirkliche Evangelium. Und sie haben Christus verloren. Und sie haben in das Evangelium von Genot, wo in Christus ist, durch seinen Tod umtritt. Und in der steht, haben sie ein Evangelium eingenommen, wo durch Worten kommt und das Moses sein Gesetz nur fallen kommt. Und Paulus wird von dem noch viel mehr reden, wenn wir wollen wieder das Buch studieren. Aber von nu will er bloß sein, dass sie Hand die Wahrheit zu sie gesagt und haben ganz was anderes eingenommen, als was er gepredigt hat. Das Beste, was wir können sein, was die falsche Lehrer glauben, das kann wir sein in ihr Bekenntnis in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da sagt es das. Durch keinen gewissen Männer von Juda und lehrende Brüder, wenn je nicht nur Moses seine Ort beschnitten loten, kann je nicht selig werden. So wie kann das sein, sie glauben, unbeschnitten wird keine Seligkeit. So sie haben all wieder Evangelium, was wir tun. 2. Korinther 11, Vers 4, das sagt es das. Wenn wer kommt und jemand einen anderen Jesus predigt, aus denen, den wie jemand predigen, oder wenn je einen anderen Jesus kriegen, aus denen, den je all haben, oder wenn wer ein anderes Evangelium bringt, aus dort, das je all eingenommen haben, lot ihnen das ganz gut gefallen. Die korinthischen Menschen, die Christen da, sie haben sich auch lassen verdrehen von den falschen Lehrern. Und sie haben auch dort geglaubt, wenn sie dachten, so, was die falschen Lehrer lehren deuten, dort hier sich so, sie wissen, von was sie reden. Von der sind auch ein Teil falsche Lehren, was du sind. Und dort hier sich auch sie weiten, von was sie reden. Aber wir können nicht Menschen glauben, bloß weil sich dort sie hört, sie weiten von was sie reden und dort sich dort schein hört. Und wir machen die Bibel selbst nur sein, und dort nur die Lehre jeden holen und sein stimmt dort mit Gott sein Wort. Die falschen Lehrer in Korinther, die haben die Wahrheit auch verdreht. Die haben einen anderen Jesus predigen und einen heiligen Jesus auch einen ganz anderen Weg für die Seligkeit predigen. Und da wird dann ein anderes Evangelium predigen, als dort, wo Jesus, durch Jesus kommt, die sind arg und die dann Menschen verleiden. Wir mal checken in der Kirche von dir. Du hast, die Trübel kommt gewöhnlich nicht von Büten. Die kommt meist einmal von Banner in der Kirche. Und meist einmal kommt dort, du sind Menschen, die proben die Wahrheit, was du in Christus ist, in das wirkliche Evangelium, proben sie zu verdrehen. Wo können wir das weiten, wenn das passiert in unserer eigenen Kirche? Und der einzige Weg, was wir das können weiten, ist, wenn wir die Wahrheit weiten. Wenn wir Gott sein Wort kennen und wenn wir das weiten, was das Evangelium wirklich ist. Und in Teil Dinge haben all angeändert von dann, dass Paulus das Brief schreiben hat. Aber ein Ding wird nie nicht am anderen, und dort ist das Evangelium durch Jesus Christus. Und dort wie kann geraten werden, bloß durch an. Und da wird das proben zu verdrehen, da macht was mit dir tun. Wofür muss wir das nicht von dir? In den letzten 2000 Jahren hat das noch einmal passiert. Dort Menschen tun Dinge wie das Evangelium. Und das wir tun vielleicht nicht, dass die falsche Lehrer deuten, die galatische Menschen lehren von, dass sie müssen beschneiden lassen, oder dass sie müssen das Gesetz von Moses nur gehen. Und da werden mit 630 Gesetzen, was sie haben. Und nicht, vielleicht auch wir nicht so lehren, als die falsche Lehrer in Korinther deuten. Aber was für eine Dinge kann wir sein von dir, was Menschen tun, wie das Evangelium bieten? Und da sind alle Menschen, die haben ganz ihre eigenen Gesetze, was sie dann nur fallen. Vielleicht Gesetze, was sie haben gelehrt, wegen sie abwaschen,
Und sie glauben, dass es wirklich das Rechte war, was sie haben gelehrt. Einige Menschen glauben, dass Jesus noch deuten. Und nicht bloß dort, aber sie sagen, was von was einer mal gedeutet worden. Eberjeiten oder ungedeutet worden. Ich wüsste nicht, was ich das studieren darf, aber wo das mal aufhängt, wo sie deuten, aufhängen Menschen, wo die Eberjeiten zum deuten, dass wir eine Gruppe Menschen, sie dachten, dass ohne deuten können Menschen nicht selig werden. Und wenn wir krank wird, und die können aber nicht, sich ungedeuten lassen, dann deuten sie den, deuten mit, wo die Eberjeiten werden, sie dachten, ohne dort können sie nicht selig werden. So, ich will bloß, dass die soll mich klar verstehen, ich sage nicht ein oder den Unterweich als Arach. Aber wenn wir aufhören, uns zu streiten, über wann Weg der Reich ist, dann da wir die Bedienung und die Wichtigkeit, von woran wir uns deuten lassen, haben wir dort auch verloren. Wenn wir dort uns, mit Wutter deuten lassen, dort ist dort auch, dort wir uns, glauben wir an Jesus wollen, dort bewiesen, dass wir uns alles, ganz ans Vertrauen ab am Saten, und wir verloren uns ganz ab am. Und dort wir wollen in Bild wiesen, dass wir ganz verständig wollen nur folgen. Das Beste, was schreibt, was die kostet ein Mensch sein, was der glaubt, die kostet, undeuten kostet die nicht im Himmel. Der beste schreibt, was die dann kostet, brauchen ist, Lukas 23, Vers 39 bis 43, dort sagt es das. Dann las einer von den Mörder und tritt über Arm und sagt, wenn du der Christus bist, dann halb die selbst und auch uns. Aber der andere beschwicht Arm und sagt, fährst du nicht im Mund Gott, willst du bist unter derselbe Verdammnis. Und wir kriegen mit Reich den Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nicht euer Schachet getan. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk mich, wenn du in den Rechnen kommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir im Paradies sein. So, wie kann hier sein, dass das Mann, was du hängt umtritt, besieht Jesus, würde den Tag mit Jesus im Paradies sein. Und haben wir nicht gedeutet. Das meint nicht, dass Deuten nicht nötig ist, aber das meint so viel, dass ein Mensch keine Seligkeit haben, ohne dass er gedeutet ist. Einige Menschen sagen, dass Jesus noch ein Teil Gesetze, was ich gelehrt habe, oder Jesus in der rechten Kleider, oder der rechten Kirche. Aber wenn ich da irgendwas biete, wie das Evangelium, und Dinge, was irgendwer noch mal tun, wie sieht Jesus, das Geschenk von Jesus annehmen, was er hat uns gegeben durch sein Blut für jeden umtritt, dann habe ich da was beigetan. Dann habe ich das Evangelium verdreht. Und das ist, wenn einer wirklich andenken das ist zum Grün. Mir vorher sei durch das mal, wenn ich das studieren dort, wenn ich abwussten dort, dann glaube ich, dass alle anderen Menschen, wie sie die Mennoniten, dort wären Weltmenschen. Und wenn ich ein Mennonit wäre, dann habe ich eine gerade Gelegenheit, dass ich gerat sein kann, wenn ich würde sehr schwer proben. Wenn ich all die Gesetze würde nur gehen, was ich gelehrt habe. Ich dachte, das verleiht sich ganz an mich. Und wo traurig, dass ich ganz was anderes bleibt, als was das Evangelium wirklich ist. Wenn ich kann das Evangelium nicht. Und doch ich wieder ab den rechten Weg. Und dort steht, denk, was da ist, zum Grün, wie kann ganz verdreht sein, und doch glaube ich, wir sind ab dem rechten Weg, aber dort wir die Wahrheit wollten. Und die galatischen Menschen, die haben die Wahrheit gewusst, und doch haben sie sich gelassen verdrehen. Und erstens, wenn wir was wie das Evangelium bietet, das ist Arach. Jesus ist genug. Und das ist ein Ding, was wir wollen hier, und das Paulus immer weiter sagt. Eva und Eva, Jesus ist genug. Er hat das alles betont. So, was würde uitvoll sein, wenn wir dann das Evangelium am anderen? Und wir müssen nur Versen 8 batieren. Da sagt Paulus es das. Und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen sollen, als dort, was wir gepredigt haben, dem Blut verflucht sein, so als wir vorhergesagt haben, sei ich noch einmal, wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht dort stammt, was wir gepredigt haben, der soll verflucht sein. Hier sich dort so, als wenn ich probe Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen noch zum Gefallen lebt, dann kann ich nicht Christus sein, deiner sein. Paulus, der falsche Lehrer hier sehr streng sein. Was da wird passieren, wenn sie das Evangelium verdrehen. Und er hat mir sich so selbst mit an, wenn er soll unter das Evangelium predigen, als was das so wäre. Dass er selbst soll verflucht sein. Die Wahrheit, wenn das Evangelium, das
dat nie nicht am ändern. En we denken vielleicht, dat Paulus braucht hier sehr strenge wird. En hij wil dat han, hij dat sein wens, hij wil dat han, dat de Menschen sollen weten, wo Kraft dat is, wanneer ergens weer dat Evangelium verdrehen. Hier ist, was wir machen sollen, was da passieren wird, wenn wir dann das Evangelium verdrehen. Und zwei Dinge dann passieren. Die Arbeit, was Christus hat getan, Tritt zum uns die Rahrung geben, das wird sie gesagt. Das meint so viel, dann hat Jesus für nichts gestorben. Und zweitens, dann, wenn Christus als der einzige Weg, wo wir kann gerat sein, das meint so viel, schwer, was der in Vollschritt Evangelium glauben, der ist verloren. Guck mal, was Johannes 14, Vers 6 sagt. Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kann den Führer, bitte durch mich. So keiner kann gerat werden, bitte durch Jesus. Er sagt, ich sehe die Wahrheit in das Leben. Und das kann nicht klarer werden als dort. Ich will Schluss mehr noch einmal Vers 10 lesen. Dort sagt es, dass hielt sich dort so, als wenn ich noch probiere, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Wenn ich die Menschen noch zum Gefallen lebe, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Das ist ein Lied reden zu mir. Und wir können nicht Menschen probieren, zum Gefallen leben und Gott zum Gefallen leben. Und das ist ein Wort von uns, wir probieren uns ganzes Leben so zu leben, dass wir den Menschen gefallen. Paulus braucht hier sehr stark gewählt. Er sagt, wenn ich noch probiere, Menschen zum Gefallen zu leben, dann kann ich nicht Gott in deiner sein. Und ich weiß, er will haben, wie soll das die Schwierigkeit sein, was da ban ist, wenn wir den Menschen probieren, zum Gefallen zu leben. Und wenn wir das weiten, dann soll es uns auch halten, dass wir sollen auf dem rechten Weg bleiben und probieren, Gott zum Gefallen zu leben und nicht nur Menschen horchen. Hier sind ein paar Frauen, was wir uns selbst kennen, Frauen nicht zum Schluss. Haben wir wirklich das wirkliche Evangelium angenommen? Oder haben wir uns lassen verdrehen von anderen Dingen, was sich in der Wahrheit hören, aber nicht wirklich in Wirklichkeit Wahrheit ist? Da ich irgendwem anderen vertrauen, für meine Säuligkeit, wie sieht Jesus? Und wenn das ist, dann ist das auch. Denn er ist der einzige Weg, wo wir gerat sein. Und dann der letzte Frau, was wir uns kennen, Frauen ist, für wen da ich leben, wem da ich zum Gefallen leben? Da ich Menschen probieren zum Gefallen leben, oder Gott? Wer wird am beten, dass Gott uns kann wiesen, dass wir zum Gefallen leben? Wenn es Paulus sagt, wenn ich die Menschen zum Gefallen leben, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Und so, wenn wir zurückkommen nächstes Mal, und dann werden wir Galata 1, Versen 11 bis 24, das wird in 2 Videos weiter sein. Aber kommt 3 und dann werden wir wieder Gott sein Wort studieren und dann werden wir wieder probieren, Gott nur zu folgen in der Wahrheit, auf der Wahrheit zu stehen, was in sein Wort ist. Dankeschön.